Was geht ab? In diesem Video will ich dir zeigen, wie du eine WinRAR-verschlüsselte Datei mit Hashcat cracken kannst, ja? Gehen wir erstmal auf das Prinzip ein. So. Hier mit einem lustigen kleinen Bild, damit du verstehst, was wir hier genau tun. Ja, das wird dir dann helfen, viel leichter durch das Ganze hier durchzuhasseln. Okay, wir haben erstmal unsere Datei hier auf der linken Seite, ja, unsere WinRAR-Datei, was auch immer. Also es kann im Prinzip jede andere Datei auch sein. Aber dieses Tutorial hier ist für WinRAR-Dateien. Das heißt, wenn du eine andere Datei cracken möchtest, müsstest du später, das zeige ich dann auch, den Mode ändern, ja, bei Hashcat. Aber wir machen das jetzt hier erstmal nur für WinRAR-Dateien. Aus denen müssen wir jetzt den Hashwert generieren. Ja, der Hashwert ist einfach nur ein kleiner String, also einfach nur hier, wie du siehst, einfach irgendeine Buchstabenabfolge, die wir aber brauchen, weil Hashcat kann die besser verarbeiten, kann die besser cracken. Das heißt, aus dieser Datei extrahieren wir erstmal den Hashwert und der Hashwert wird dann zusammen mit unserer Hashkatze oder mit unserem Hashcat wird das dann gecrackt, ja, und dann bekommen wir hier auf der rechten Seite unser Magic-Passwort. So, um das mal kurz und knackig zu erklären, was wir hier machen. Das heißt, im ersten Schritt Hashwert generieren und dann diesen Hashwert, den cracken wir dann, Gut. Was machen wir? Wir gehen hier auf hashcat.net/hashcat. Ja, die Links dazu findet ihr auch. Die Links dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Das heißt, keine Sorge, ihr müsst die jetzt hier nicht aufschreiben oder sowas. Gehen hier auf Download, den ersten Link hier oben. So, laden uns die Datei einmal herunter. Navigieren in den Ordner, in dem sich die Datei befindet. Bei mir ist das hier Seclist, aber könnt ihr machen, wie ihr wollt. Extrahiere die Datei einmal. 7-zip ist das, ne? Hier entpacken. So, dann habe ich hier jetzt einen neuen Ordner, Hashcat 6.1.1, ne? Hier sehe ich dann jetzt auch unsere Datei hashcat.exe. Das ist die Datei, mit der wir nachher cracken wollen. So, bevor wir da jetzt hier weitermachen, habe ich hier nochmal eine kleine Wordlist. rockyou.txt heißt die, ja? Das ist so eine der, ja, bekanntesten oder größten Wordlists, die es gibt. Falls ihr Probleme haben solltet beim Cracken oder wenn ihr merkt, da kam irgendwie nichts bei rum, dann könnt ihr auch andere Wordlists benutzen, aber die ist schon relativ gut. So, Die laden wir uns einmal herunter. Mache ich hier Rechtsklick, speichern unter. Ich navigiere in den Ordner, wo Hashcat ist, ja. So, und speichere die hier einmal. rockyou.txt heißt die Datei. Okay, dann wird die Textdatei hier einmal heruntergeladen und dem können wir einen ganzen Augenblick Zeit geben. So. Was wir jetzt machen möchten ist, im ersten Schritt wollten wir ja diesen Hashwert hier rausbekommen. Ja? Das heißt, hierfür benutzen wir dann trotzdem ein Tool von John the Ripper. Ich denke, das hat auch bei den meisten funktioniert bei dem ersten Video. Das heißt, wir gehen hier in den Ordner John.jumbo. Das ist hier diese Jumbo-Datei, ja. Falls ihr den noch nicht heruntergeladen haben solltet, einfach nochmal Jumbo eingeben oder das alte Video nochmal schauen. Ja, das solltet ihr aber schon haben. Dann in den Ordner Run. So, und in dem Ordner befindet sich nämlich eine Datei, die WinRAR-Passwörter oder WinRAR-Dateien verschlüsseln kann. So, das schließen wir aber alles mal. Ich gebe mal hier ein CMD unter Start. Ich navigiere jetzt in den Ordner, in dem sich hier diese John-Datei befand. Bei mir ist das in Desktop, /Seclist/John/Run. So, jetzt gebe ich mal dir ein, um zu gucken. Dann werden mir jetzt hier die ganzen Dateien angezeigt. So, was wir jetzt benutzen wollen ist ra2john.exe und dann einfach nur die Datei, die wir gleich cracken wollen. So, dazu müssten wir natürlich mal eine erstellen. Das hier lösche ich mal wieder. So, ich nehme mal jetzt hier irgendeine beliebige Datei und verschlüssel die als eine WinRAR-Datei. Ich nenne die mal test.ra. Und jetzt hier ein Passwort festlegen. Ich gebe mal irgendein random Passwort ein. 1, 2, 3, 4, 5. So, okay. So, jetzt haben wir hier eine Datei. Die heißt test.gra. Das ist eine passwortverschlüsselte Datei. Ich würde dir auch vorschlagen, das erstmal mit einer Testdatei zu machen, um zu überprüfen, ob das überhaupt so funktioniert. Dann kann ich dir auch in den Kommentaren gegebenenfalls besser helfen. So, das heißt, was machen wir jetzt? ra.john.exe, die Datei nehmen wir und jetzt einfach test.ra, ne? Die Datei, die wir cracken wollen. Dann sehen wir jetzt hier den Hashwert,
Dieser Hashwert ist jetzt so ein bisschen kompatibel für John. Was wir jetzt machen wollen ist, wir nehmen nur den Teil hier nach dem Doppelpunkt. Wichtig, ne? Wir nehmen nicht den ganzen Teil, wir nehmen nur den Wert hier nach dem Doppelpunkt. Mit STRG C können wir das Ganze kopieren. So. Löschen wir das mal wieder. So, jetzt navigiere ich in den Ordner, in dem sich Hashcat befindet. Ja, hier Hashcat 6.1.1. Hier sehen wir die Hashcat-Datei. Und jetzt erstelle ich hier einfach eine neue Textdatei und nenne die mal hashwert.txt. So, und da füge ich jetzt hier unseren Hashwert ein. Ne? Den Hashwert, den könnt ihr daran erkennen, dass das hier anfängt mit Dollarzeichen, $5 Dollarzeichen. Ne, das ist hier die Anweisung für den Mode. Also daran erkennen wir, okay, es ist eine RAR-Datei. Und dieser ganze String hier, das ist jetzt der Hashwert, der enthält, oder den können wir jetzt hier cracken zu einem Passwort. Ne, das ist jetzt im Prinzip die ganze Information, die wir brauchen aus dieser RAR-Datei, haben wir hier komprimiert in einen kleinen String, ne, und den wollen wir jetzt cracken. Okay. So, das können wir ganz mal wieder schließen. Ich navigiere mal wieder zurück. Ne? Ups, einmal zu viel. Seclist. So, jetzt habe ich hier den Ordner Hashcat 6.1.1. Da will ich rein navigieren mit CD. Ne, Change Directory. Nochmal mit Directory den Inhalt anzeigen lassen. Jetzt sehen wir hier, okay, ich habe... Ups, ich bin in dem falschen Ordner. Hashcat 6.1.1. So, dann sehe ich jetzt hier, ich habe den Hashwert.txt, ich habe die rockU.txt, also die Wordlist, den Hashwert und die Hashcat-Datei, ne? Um das zu cracken. So, was machen wir jetzt? Wir geben jetzt ein Hashcat.exe -a0. Das ist einfach nur, okay, eine Wordlist-Attacke. Jetzt der Mode -m. So, den Mode, den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung, den sehen wir hier in der Dokumentation von Hashcat. Ne, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen nach oben scrollen, dann sehen wir hier Hashcat Modes. Das ist im Prinzip einfach nur, es gibt ja verschiedene Hashwerte. Wir können ja MD5 Hashwerte cracken, wir können ja, was weiß ich, wir können ja alle möglichen Sachen cracken. Und um da einfach zu zeigen, um da Hashcat zu zeigen, ey, guck mal, wir wollen gerade eine RAR-Datei cracken, spezifizieren wir das Ganze. Sagen einfach nur, guck mal, das ist eine RAR-Datei. So, wenn ich jetzt hier in die Suche einfach mal RAR eingebe. Und hier sehen wir zwei verschiedene, RAR3 und RAR5. Wir wussten ja schon anhand unseres Hashwertes hier irgendwo, haben wir ja gesehen, es war RAR5, ne? Das hat hier angefangen mit RAR5. So. So, das heißt, der Modus für RAR5 ist 13.000, ne? Das heißt, -m 13.000. Ne? Wichtig hier auch 13.000 eingeben, also hier keine 0 vergessen. Gut. Hashwert.txt. Und was haben wir noch? Wir wollen noch unsere Wordlist eingeben. Also unsere Datei -a -m 13.000. Hier bitte nicht vertippen, Leerzeichen und so weiter. Alles beachten. Hashwert.txt und unsere Wordlist, mit der wir cracken wollen. Und dann, Finger crossed, so, hoffentlich klappt es dann. Jetzt drücken wir auf Enter und lassen dem ganzen Augenblick Zeit. Die ganzen Meldungen und so weiter könnt ihr ignorieren. Einfach nur hier kurz einen Augenblick warten, bis das Ganze hier von alleine. Ja, das sollte im Prinzip in der Lage sein, das zu cracken. Okay, ist jetzt hier ein bisschen unschön, sage ich mal. Also wir haben sehr viele Meldungen und so weiter. Wir sehen hier den Hash-Type, okay. Aber die einzige Information, die uns jetzt interessiert, um das Ganze zu cracken, befindet sich hier hinten, hinter dem Doppelpunkt. Also hier war der Hashwert, ne, den ganzen vorderen String könnt ihr ignorieren. Und nach dem Doppelpunkt sehen wir unser Passwort. In dem Fall 12345. Okay. Gut, das sollte es soweit gewesen sein. Ja, versucht das erstmal wirklich mit einem einfachen Passwort, mit einer RAR-Datei mit einem einfachen Passwort. Macht die ganzen Schritte, überprüft, ob das hier auch bei euch übereinstimmt mit RAR.5. Wenn nicht, dann schreibt es bitte gerne unten in die Kommentare. So, Freunde, damit hätten wir auch schon die WinRAR-Datei geknackt. Wenn du hierbei Probleme haben solltest, wenn du Fragen hast, bitte gerne einmal ab in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit weiterhelfen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde.